Wir haben unseren ersten Winter im LKW in Deutschland auf 700 Höhenmeter verbracht. In diesem Video teilen wir mit dir unsere 5 Pro- und 5 Kontra-Erfahrungen zum Thema Wintercamping. Unser größtes und nervigstes Problem im letzten Winter waren Kondenswasser und Schimmelstellen. Fenster und Türen mussten wir fast jeden Morgen abwischen, um die Wassertropfen zu entfernen. Irgendwann war die Kondenswasserbildung aber so stark, dass wir auch auf der Wandseite mancher Schränke Feuchtigkeit hatten. In der Küche bildet sich natürlich aufgrund des Kochens viel Kondenswasser. Zwar haben wir regelmäßig gelüftet, aber wenn die Luftfeuchtigkeit draußen aufgrund von Regen oder Nebel enorm hoch war, haben wir die Feuchtigkeit kaum rausbekommen. Die Schränke im Schlafbereich waren auch vom Kondenswasserproblem betroffen. Da sie nur wenig Wärme von der Heizung abbekommen, haben wir hierfür andere Strategien eingesetzt. Erstens, Kleidung, die im Winter nicht gebraucht wird, einvakuumieren und an einem anderen Ort verstauen. Zweitens, die Schränke regelmäßig offen stehen lassen. Es sieht zwar nicht so gut aus, aber hat geholfen. Und drittens, die Schränke beim Lüften mindestens zur Hälfte ausräumen. Damit dies zeitsparsamer ging, haben wir uns kleine Euroboxen geholt, die sich schnell rausstellen lassen. Problematisch war und sind allerdings kalte Stellen in der Garage, also dem Bereich unter dem Bett. Auf der heizungsabgewandten Seite hat es richtig angefangen zu blühen. Teilweise hat sich das auf die Holztüren ausgebreitet. Das war echt entmutigend und nervend. Hier hat als einziges eine regelmäßige Anti-Schimmel-Spray-Behandlung geholfen und so häufig wie möglich lüften, wenn es trocken war. Bevor der nächste Winter startet, wollen und müssen wir dieses Schimmelproblem minimieren. Falls ihr Erfahrungen und Tipps dazu habt, freuen wir uns, wenn ihr sie in den Kommentaren mit uns teilt. Das viele Kondenswasser, das sich an den Türen gebildet hat, führte gelegentlich dazu, dass unsere Türen zugefroren sind. Auch unsere Eingangstür war davon betroffen. Hier mussten wir an ein paar Tagen den Föhn einsetzen. Nicht nur, um die Tür zu öffnen, sondern auch, um sie wieder abschließen zu können. Da unsere Wohnfläche mit 12 Quadratmeter so klein ist, wärmt sich der Raum relativ gut auf. Einzige Einschränkung ist, wenn es draußen zweistellige Minusgrade hatte. Da hat die Heizung länger gebraucht. Die Zeit haben wir überbrückt, indem wir uns einfach wärmer angezogen haben. Als viertes Kontraargument haben wir den Dauerregen gewählt, der irgendwann auf unsere Stimmung ging. Durch die Nähe zur Natur bekommen wir viel mehr vom Wetter mit, was auch echt viele schöne Seiten hat. Doch bei jedem Tag weiteren Regen wussten wir, dass unsere Schimmelstellen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter gedeihen. Und an diese Schimmelstellen kommen wir nur von außen ran und das auch nur bei trockenem Wetter. Ein weiterer Nachteil beim Wintercampen ist das fehlende fließende Wasser, was für uns aber eigentlich gar nicht so schlimm war. Bei uns waren es knapp 3,5 Monate, in denen wir jeden Tag 2 Kanister mit Wasser gefüllt zum LKW gebracht haben. Die Wege waren relativ kurz, sodass uns das gar nicht so sehr gestört hat. Kommen wir nun zu den Pro-Argumenten. Und hier müssen wir ehrlich sein, es fiel uns schwerer, auf 5 Punkte zu kommen, als bei den Kontras. Jeden sonnigen und trockenen Tag haben wir sowas von wertgeschätzt und gefeiert. Auch die Vorfreude auf die ersten warmen Frühlingstage war um einiges größer. Ein Vorteil für die Erwärmung unserer 4 Wände selbst verantwortlich zu sein ist, wir kümmern uns selber um die Energiezufuhr, haben dadurch einen Überblick über unseren Verbrauch und über die Heizkosten selbst. Das geht bei unserer Dieselheizung, die aufgrund ihres separaten Tanks auch mit Heizöl betankt werden kann, ganz gut. Dafür müssen wir uns auch selber kümmern, also um die Energiebeschaffung, das Kontrollieren des Standes und entsprechendes Nachfüllen. Das ist für uns echt in Ordnung. Die Sonne ist übrigens unsere liebste Energiequelle, denn sobald sie rauskommt, füllt sie nicht nur unsere Batterien, sondern wärmt ebenso den ganzen Kasten gut auf. Könnt ihr euch an unser Gefrierschrankthema aus dem letzten Video erinnern? Dieses Thema erübrigte sich an manchen Tagen hier im Winter. Bei größeren Kocheinsätzen war es richtig angenehm, die Lebensmittel, die nicht mehr in den Kühlschrank passten, einfach nach draußen zu stellen, in den sogenannten großen Kühlschrank. Da wir hier der Natur so nah sind, durften wir sehr, sehr schöne Tage mit richtig viel Schnee und manchen Sonnentagen erleben. Da hat sich der Winter ganz anders angefühlt. Unser 5. Pro-Argument ist leer geblieben. Haben wir schon gesagt, dass wir uns auf den Sommer freuen? Für uns war klar, dass der Winter ein Härtetest wird. Viele schöne Seiten, wie zum Beispiel die Nähe zur Natur, sind im Winter gleichzeitig herausfordernd. Vielleicht fragt ihr euch, warum wir das dann überhaupt machen. Für uns liegt der große Unterschied darin, dass wir uns dafür entschieden haben, etwas Neues zu wagen und diesen Lebensstil auszuprobieren. Wir wussten, dass es Herausforderungen geben wird. Gleichzeitig wollen wir nicht bei den ersten Schwierigkeiten aufgeben. Um für den nächsten Winter vorbereitet zu sein, überlegen wir, einen Holzofen einzubauen, ein Heizrohr der Dieselheizung in die Garage zu verlagern und an einigen Stellen die Isolierung zu verbessern. Wenn ihr noch Tipps und Erfahrungen habt, wie unser LKW winterfester werden könnte, freuen wir uns über eure Kommentare.